Wir haben den Mann hier, nämlich den Dominik. Er hat SawStop wirklich getestet. Er hat seinen Finger genommen, in die Säge gehalten. Und ist er noch dran? Ja, sehr gerade gut. so. Eigentlich nicht gerade so, aber das werden wir in diesem Video erörtern, denn wir haben hier die SawStop-Säge da. Erst einmal vom Aufbau, relativ normale Tischkreissäge, aber wir haben hier die SawStop-Technik drin und wir müssen mal ganz genau schauen, brauchen wir SawStop, ja oder nein, und wie schlägt sich diese Säge gegen die anderen beiden. Erst einmal, Dominik, schön, dass du da bist. Viele von euch werden ihn kennen. Du warst schon zu Werkzeugfrage Live da. Wir haben, glaube ich, auch schon mal irgendein Video gedreht. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall bist du schon ein Gast, den man ab und zu mal gesehen hat. Aber ganz kurz, wer ist Dominik Ricker eigentlich? Ja, auch ein YouTuber, auch ein Autor, alles rund ums Thema Holz, aber auch jemand, der eine SawStop vertreibt. Und darum dachte ich mir, vielleicht kann ich hier ein bisschen was beitragen. Aber ich freue mich auch, natürlich ein Feedback zu bekommen, was, naja, einfach ein bisschen mehr Expertise hat, weil ich arbeite jetzt vornehmlich hier mit der SawStop. Ich habe einfach nicht so viel Erfahrung mit einer Bosch und einer DeWalt. Und ich freue mich wirklich darauf, dass du auch einfach mal hier die Kritikpunkte zeigst, weil... Wenn es welche gibt, das werden wir sehen. Naja, also, und ich muss du findest die. Du findest die. Mag sein, aber ich muss sagen, vor dem Video habe ich also bevor wir jetzt angefangen haben zu drehen, habe ich mir die Säge nicht im Detail angeschaut, sondern wir machen das jetzt zusammen das erste Mal. Das heißt, ich erfahre mit euch zusammen diese Säge. Und das Hauptthema an der Säge ist ja wirklich folgendes. Die Säge ist erstmal eine normale Tischkreissäge, damit kann man Sägen machen, tun, aber wir haben hier die SawStop-Technik drin. Das heißt, hier geht es darum, dass dein Finger, deine Hand oder was auch immer du reinwerfen möchtest, geschützt ist. Ergo, du sägst dir nicht deinen Finger ab, sondern im Zweifel sägst du ihn nur so ein bisschen an. Ich möchte es mal wirklich so sagen, weil es ist nicht dafür da, dass dir gar nichts passiert. Genau, oder? Ja. Genau. Also man muss sagen, in der Regel ist es so, wenn man das jetzt, es kommt auf die Geschwindigkeit an, wenn man jetzt volle Kanne reinhackt, dann kann es auch mal sein, dass man hier so ein bisschen was vom Finger oder von der Hand halt eben dann verletzt wird, ein bisschen Fleisch. Das lässt sich dann nähen, vielleicht wird auch mal ein bisschen Knochen angekratzt. Ja, es kann auch alles passieren, je nachdem, was es für einen Umstand hat. Aber wir sind ganz weit davon entfernt, dass wir halt eben entweder eine Amputation, also dass wir den Finger verlieren oder Reha-Maßnahmen erforderlich sind. Das ist was anderes, einen Cut zu haben, der genäht wird, als sich mit der BG oder mit der privaten Haftpflicht auseinanderzusetzen, mit der privaten Unfallversicherung. Ja. Genau, also zaubern können wir damit immer noch nicht. Darum auch direkt vorab schon mal der Hinweis, nur weil das Ding eine SawStop-Technologie hat, heißt es nicht, dass wir einfach planlos hier blind arbeiten können. Es ist genau wie beim Autofahren, wir haben so viele Sicherheitsfaktoren, die mit drin sind. Das Letzte, was dann irgendwie greift, ist der Airbag. Aber wir wollen ja nicht jeden Tag uns auf den Airbag verlassen. Ne? Und fahren dann irgendwie so durch die... Ich weiß nicht, wie du fährst, ja? Ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, du brauchst eine Stunde bis nach Tegel, also ich glaube, du fährst schneller als ich. Das stimmt, aber wir haben hier bei SawStop folgendes Thema. Wir haben ja ein ganz normales Kreissägeblatt, mit dem wir sägen, und wenn wir hier eine Berührung mit dem Finger merken, zum Beispiel mit einem Finger, dann wird hier so diese Patrone ausgelöst. Und hier ist ein bisschen Sprengstoff, was auch immer drin. Ja, tatsächlich. Und das sprengt dieses Stück Aluminium in das Blatt rein und das Blatt stoppt sofort. Ja. Also es ist keine Sache, wo wir sagen 2 Sekunden Nachlauf, sondern das ist, weiß ich nicht. Ja, weniger als in 10 Sekunden. Ja, es ist halt irre schnell. Ja. Du selbst zeigst das ja auch in deinem Video sehr, sehr mutig, dass du das gemacht hast. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es mir nicht getraut. Auch obwohl man so häufig gesehen hat, dass es eben funktioniert. Aber es ist ein komisches Gefühl, oder? Ja, also auch nicht zum Nachmachen empfohlen. Der Erfinder der SawStop hat es tatsächlich damals auch so demonstriert, weil das schafft natürlich am meisten Vertrauen. Aber es soll ja einfach nur zeigen, dass es bislang einfach keine Fehlauslösung gegeben hat. Also immer, wenn es einen Kontakt mit dem Finger gab, die Technologie ist jetzt seit 20 Jahren auf dem Markt, hat das System auch immer funktioniert. Ja, und das ist natürlich auch mit Kosten werden wir natürlich noch zu kommen, ne? Allein schon zu sagen, die Technologie funktioniert. Das ist nicht damit getan, dass man jetzt irgendwie sagt, das hat 50 Mal funktioniert, wir können das auf den Markt bringen, sondern das muss hunderte, tausende Mal getestet werden, bis man wirklich zertifiziert sagen kann, das System funktioniert. Ja, lass uns auch mal ganz kurz darüber sprechen. Dieses System gibt es in dieser Geräteklasse, sage ich jetzt mal. Aus meiner Sicht und nach meinem Wissen genau eigentlich bei 2 Herstellern oder bei 2 Sägen. Also hier im europäischen Markt. Und zwar bei der Original SawStop an sich und bei Festool. Wo man jetzt sagen muss, Festool und SawStop ist ein, kann man sagen, Firmenverbund.
kann man im Wesentlichen sagen, ja. Die gehören irgendwie auch zusammen. Und es gibt diese Technologie gibt es nicht bei anderen Herstellern, zum Beispiel bei Bosch oder bei, Metabo oder. Gibt es das aktuell nicht. Also zumindest soweit ich das weiß. Es gibt im hochpreisigen Segment, also wenn wir von großen Formatkreissägen reden, von SCM oder von Altendorf, das Handguard-System, das wird dann auch mit so einer Kombination, vereinfacht gesagt, über eine optische Sensorik wahrgenommen. Nur da muss man sagen, da kostet die Formatkreissäge 25.000 € roundabout und das System auch nochmal 10.000 €. Ja. Also, wenn du sagst, die Säge kostet ein bisschen mehr, da kriegst du ja nur ein paar Kameras für bei anderen Herstellern. Absolut. Ne? Aber wenn wir jetzt hier schauen, wir haben jetzt hier ein System mit SawStop, wo wir aber auch eine gewisse, ich sag mal, Zerstörung natürlich haben. Wenn das Ganze ausgelöst ist, ist nicht so, dass man sagt, oh, hat ausgelöst, drückt auf den Knopf, geht's weiter. Das ist gar nicht der Fall. Aus meiner Sicht gibt es hier 3 Punkte, die beachtet werden müssen. Ich bin mir sicher, dass du das vielleicht auch SawStop das anders sieht, aber Nummer 1, erstmal die Kartusche ist hin. Da sind wir uns, glaube ich, ganz klar einig. Ja, man sieht ja, wie deformiert die ist. Ne? Also du hast hier halt eben die Energie, die aufgenommen wurde. Genau. Und dieser Block hier vorne, diese Löcher sind leicht zerspanbar, damit das Segelblatt da wirklich reingreift. Ne? Man könnte jetzt, wenn das einfach nur ein Alublock wäre, dann würde das Segelblatt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen daran entlang schrappen. Genau, an sich ist es ausgelöst. Du hast ja auch gesagt, da ist eine Sprengladung drin. Es gibt auch so Werbevideos, da sieht man wirklich so eine kleine Explosion. Ja, genau. Das Kaliber habe ich jetzt vergessen, aber ja. Aber der Block ist hin, das heißt, was kostet nur der Block hier neu? 90 € kostet der Block. Okay. Man kann das Ganze einschicken. Du siehst ja, hier hinten ist auch noch so eine Schnittstelle dran und Richtig. dann kann ausgelesen werden, ob es, kommen wir vielleicht auch noch zu, ausgelöst wurde durch eine Fehlbedienung, weil wir beispielsweise leitendes Material verwendet haben. Dazu gehört unter anderem Aluminium. Oder ob wir tatsächlich Hautkontakt hatten. Und der Hautkontakt kann halt eben dann registriert werden. Und da sagt SawStop dann halt eben auf den Schrecken erstmal eine neue Kartusche aufs Haus. Die geht dann halt eben aufs Haus, also wird dann halt eben besetzt. Mit den üblichen Kleingedruckten, wir behalten uns vor, das entsprechend zu machen. Kleingedrucktes. Ja, ist ja so. Ist ja so. Nein, aber natürlich, das heißt, also ich würde vermuten, dass 70, 80, vielleicht sogar 90% der Auslösungen Fehlbedienungen sind. Würde ich vermuten. Ich weiß es nicht, du wirst es auch nicht wissen. Aber habe ich jetzt keine Statistik tatsächlich. Aber ich denke, wenn du damit mit Feuchtigkeit rangehst, mit sehr nassem Holz, glaube ich, hast du auch ein Problem, mit aluminiumleitendem Material. Aber lass uns jetzt mal sagen, es gibt immer noch 3 Dinge, die aus meiner Sicht hier zu beachten sind. Nummer 1, das geht kaputt. Nummer 2, das Blatt geht kaputt. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich will das Blatt auf keinen Fall nochmal benutzen. Weil das ist so ein massiver Impact und du kannst nicht reingucken. Ja. Ich glaube, SawStop sagt, das Blatt könnte man noch weiter benutzen. Ist es so? Wenn du es rauskriegst, muss man ganz klar sagen. Genau, das können wir gleich mal versuchen. Also bislang habe ich es rausbekommen. Das arme Blättchen ist jetzt auch schon zum zweiten Mal da jetzt reingehackt. Also SawStop sagt, du kannst das Sägeblatt danach verwenden, wenn es keine Beschädigungen gibt. Und die kann man ja optisch direkt feststellen. Also wenn da jetzt ein Zahn fehlt, man könnte den auflöten, muss man jetzt sagen, in dem Preissegment das macht ja keiner. Macht das keiner. So, und jetzt kommt der interessante Punkt, sind da irgendwelche Risse drin? Gibt es da irgendwelche Probleme? Kann man nicht reingucken. Liebe Grüße an dieser Stelle an den lieben Sascha, der hat einen Schleifbetrieb, mit dem habe ich darüber geredet. Und der meinte, man kann das ganz einfach mit einer Klangprobe feststellen. Das heißt, ich habe letztens, ganz klein bisschen off-topic, gesehen, da war eine Industriestraße mit Ziegeln, also mit Dachpfannen. Und da standen ganz viele hochautomatisierte Roboter. Und einer dieser Roboter hat so eine Klangprobe gemacht. Und mit dieser Klangprobe, das wurde dann halt eben gemessen und da wusste man, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Okay. Das heißt, man kann jetzt, also ob da Risse drin sind oder nicht, ne, der klingt dann halt eben so ein bisschen dumpfer. Und so kann man das halt eben genauso bei Sägeblättern machen. Also du kannst es natürlich, keine Ahnung, mit Ultraschall und einem Elektronenrastermikroskop dir ansehen, aber der Klangtest zeigt, ob es halt eben Probleme gibt. Kann man auch so einfach unabhängig jetzt, ob man das SawStop-Sägeblatt hat oder nicht, einfach mal zu Hause ausprobieren, wenn man sich unsicher ist, gab es irgendwie Beschädigung, wurde das vielleicht irgendwie anders beschädigt, ist man mal einen Ast reingehauen, in einen Nagel oder sonst was. Ne? Und man muss aber sagen, wir haben hier einen massiven Energieeintrag in dieses Sägeblatt. Ist mir egal, wie es klingt. Das ist dann natürlich im Endeffekt noch deine eigene Verantwortung. Es gibt aber noch einen Punkt, der diese Säge, also das Ganze wird bei der Säge auch berücksichtigt. Man sieht auch dann in der Zeitlupe, das Gerät hüpft dann auch einmal so ein bisschen hoch, ne? Also da passiert schon eine ganze Menge. Oh ja. Aber die Welle, und das könnte vielleicht auch noch die Frage sein. Das wäre der dritte Punkt, die Welle. Leidet die Maschine darunter? Die Welle ist gefedert. Das heißt, die Welle
wird zurückgedrückt, die rastet dann auch ein. Man muss es dann halt eben, bevor man das dann wieder installieren kann, einmal so hochkurbeln. Das klackt dann auch, dann geht das wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Das heißt, auch da wird die Energie, damit es halt eben nicht in die Säge geht, natürlich ein bisschen Energie, du kannst das alles wegschlucken, ne? Aber es wird halt eben auch da nochmal weiterhin abgepuffert. Also meine Frage ist an der Säge, wie häufig hast du es hier ausgelöst? Schon zweimal und das dritte Mal kommt dann jetzt gleich. Okay, also ich habe jetzt eben, ich habe schon einmal kurz gesägt mit der Säge für den Absauggtest. Da habe ich jetzt nicht so viel festgestellt. Man muss aber sagen, das ist eine Diskussion, die super häufig kommt. Wie stark ist denn die Belastung auf die Welle? Das muss man sagen, wenn du 10-mal das ausgelöst hast, dann würde ich mal über meine Finger nachdenken oder darüber nachdenken, was ich hier falsch mache. Ja, aber es ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall im Hinterkopf hätte. Ja. Lass uns jetzt aber mal über die Fakten sprechen. Wir haben hier die SawStop-Säge an sich, okay. Wir werden das nachher auch einmal auslösen, ja? Also da gehen wir nachher noch mal ran. Aber erst einmal wollen wir ja wirklich diese 3 Sägen vergleichen. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier den Klassiker, die 7492 und die neue von Bosch, die 70 heißt die, glaube ich, 70.2 irgendwas. Auf jeden Fall ist das die neue Säge, Name blenden wir unten ein. Die vergleichen wir miteinander. Irgendwann später kommt vielleicht noch eine neue GTS 10, aber sei es drum. Viel wichtiger ist Folgendes. Das sind aus meiner Sicht im Markt momentan die Konkurrenten zu dieser Säge, weil sie bauartbedingt eher sehr ähnlich sind. Ja, es gibt 1000 andere Sägen, die gibt es ja teilweise schon für 80 €, eine Tischkreissäge, die etwa in dieser Größe ist, nicht vergleichbar. Das heißt, wir wollen schon die Premium-Modelle vergleichen. Jetzt steht ein Elefant im Raum, das bist nicht du, sondern das ist das Thema Preis. Wir haben hier das Thema 1.000 €, ja, rund 1.000 €, also sind ja 999 €, wenn ich mich richtig erinnere, gegen irgendwo zwischen 500 und 600 €. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Sägen an. Was kann die Säge, also kann die Säge nur SawStop besser, vielleicht sogar irgendetwas anderes schlechter. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie schlägt sich denn wirklich zu den anderen Modellen. Ja? Weil wenn wir SawStop mal weglassen, ist es erstmal eine Tischkreissäge, die funktionieren muss. Ja? Und die auch für euch Spaß machen muss. Und deswegen fangen wir mal am Anfang an mit einer Sache, nämlich der Größe. Welche Größe haben wir denn, also welche Tischbreite haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier so grob, ja, ganz grob 57, 57, 58 Zentimeter. Wenn wir uns jetzt mal die Dewalt angucken, haben wir hier 66 zur anderen Seite, da sind wir so hier ein bisschen kleiner, auch bei 58. Das heißt, rein von der Breite her sind die beide relativ nah aneinander, ja? Was man jetzt erstmal gar nicht vermuten würde. Ich weiß, es gibt von SawStop noch eine größere, die hat auch einen deutlich größeren Tisch, aber die kostet auch 1.700 €. Also sollten wir schon mal hier bleiben. Da ist wahrscheinlich dann auch der Vergleich, der hinkt dann ein bisschen sehr. Genau. Die hat auch ein fahrbares Untergestell, ist dann wirklich, glaube ich, ist einfach was anderes. Ist einfach was anderes. Würde ich so sehen. Ja. Lass mal kurz zur Tiefe gucken. Wir haben hier auch 57 cm. Hier sind wir bei 56, ist da drüben etwa dasselbe. Das heißt, von der Tischgröße sind wir ähnlich aufgehoben. Ja? Eine Sache, die ja in aller Munde ist das Thema Parallelanschlag. Wie ist der Parallelanschlag? Ist der wieder vorne eingeklemmt? Ist er hier auf einer Zahnstange oder? Und wie alle wisst das, wir haben hier bei der Säge hier einen Zahnstangenantrieb. Ja, hier vorne sieht man das ja, die Zahnstange irgendwo. Hier kann ich das entsprechend verstellen. Dadurch ist immer der Parallelanschlag wirklich auch parallel. Darum geht es ja. Das haben wir hier bei Bosch, das haben wir aber auch bei SawStop. Das heißt, hier ist die grundsätzliche Idee erstmal dieselbe. Jetzt müssen wir den einmal rausziehen. Rausziehen, ja. Genau. Erstmal dieselbe. Hier unten sieht man auch hier die Zahnstange an sich. Ich kann das hier vorne über den Knopf dann verstellen. Ja. Kennt man Standard. Guter Standard, muss man auch dazu sagen. Ne? Also da hat DeWalt schon ganz gut vorgelegt, finde ich. Absolut, absolut. Ich glaube nicht mal, dass sie die ersten waren. Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht gibt es irgendwo schon mal einen Hersteller. Möchte ich mich nicht festlegen. Okay. Aber, nee, ist gar kein Thema. Aber sie haben es etabliert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Genau. Sie haben das komplett etabliert, das Thema, und auch gezeigt, was der große Mehrwert ist. Ja. Was wir hier sehen ist, es ist dieselbe Logik wie bei den anderen beiden Geräten. Wir haben hier allgemein Parallelanschlag. Ich kann das Ganze hier nochmal einstellen als Verbreiterung, kann das rausziehen. Wir gucken gleich nochmal die Tiefe. Kann das hier oben einstellen, dann kann ich hier sehr nah ans Sägeblatt dran arbeiten. Wunderbar. Ich habe hier einen Schiebestock dran. Ist dasselbe wie bei den anderen beiden Herstellern. Hier leicht anders gelöst, funktioniert aber genauso. Finde ich aber schön, dass es hier ist und nicht irgendwo anders. Also früher war das ganz häufig so an der Seite und du warst irgendwie weg. Wirst du niemals benutzen. Kannst es wirklich gut greifen. Ja. Vor allem auch, wenn du so mitten im Schnitt merkst, das ist irgendwie doof, dann kannst du es schnell mal zur Seite nehmen, oder? Genau. Wir haben ja auch ein kleines Sicherheitsfeature. Und zwar, falls ihr euch hier vorne bei diesen kleinen Flügeln gefragt habt, wofür die sind, müssen wir jetzt einmal hier die Haube abnehmen, dann kann man es auch besser erkennen.
verhindert, dass wir über einen bestimmten Bereich hinauskommen. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich hier einmal weiter. Für euch, wie verstellt man das hier? Achso, nee, genau. Anders? Aber also wenn ich das hier eindrücke, dann kann ich es nämlich weiter bewegen. Ja, aber wir sind nicht hingekommen. Deswegen wollte ich das einmal wirklich demonstrieren. Dazu, glaube ich, müssen wir aber hier hin. Und dann werden wir es wahrscheinlich. Bin ich hier drin? Bin ich drin, ja. So, einmal klack, klack. Und jetzt müssten wir wahrscheinlich hinkommen, oder? Nee, so, nee, mach mal. Ja, so kommt er dran. Aber auch davor nicht, ne? Nee, genau. Also eigentlich ist es so rum. Wenn du das hier oben rüber schiebst, dann begrenzt du dir halt eben bis auf den Zentimeter, damit du bewusst das halt eben rausnimmst, damit du halt eben da nicht an das Sägeblatt rankommst. Okay. Also es ist im Grunde ja, kann man sagen, es ist ein Sicherheitsfeature? Genau, es ist ein Sicherheitsfeature, damit Ja. das an der Stelle nicht passiert. Genau. Gleiches Sicherheitsfeature wie diese etwas, naja, ist ja mittlerweile leider. Jeder löst es ein bisschen anders. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen wie bei Festo, glaube ich, gelöst. Da ist es ähnlich. Ja, man muss sagen, warum ist das so? Viele kennen auch von früher die starren Hauben, die man drauf hatte. Teilweise konnte man nicht mal durchschauen. Ja. Im Grunde ist es ja dafür da, es soll immer drauf sein, das ist auch immer benutzen. Ja. Vor allem, wenn du es aber in den Winkel stellst, bei 45 Grad, muss das immer noch dann entsprechend hier ausfahren und einfahren und funktionieren. Ja, das ist ja eigentlich der Grund, warum es hier auch so flexibel ist. Man muss sagen, habe ich schon mal schlechter gesehen, also grackeliger, sage ich jetzt mal, ist vergleichsweise massiv eigentlich sogar. Ja. Kannst du mir noch mal einmal zeigen, wie man das hier abmacht? Ja, du musst es hier einmal so ein bisschen nach vorne ziehen und dann nach oben raus. Und zum Einstecken wird es dann hier so nach unten reingemacht. Ja. Wir haben aber auch im Lieferumfang dann hier hinten in der Kiste für verdeckte Schnitte dann einfach nur den Spaltkeil. Lass uns doch gleich da bleiben. Wir kennen das von den anderen Systemen ja auch. Wenn ihr übrigens die beiden Sägen nochmal komplett und im Detail vorgestellt bekommen habt, auch im Vergleich nur die beiden zueinander, das Video dazu haben wir vor kurzem ja gemacht, das verlinke ich da oben und da haben wir nochmal ein zweites Video gemacht zum Thema Absaugtest, da kommen wir auch nochmal nachher dazu. Wie schlägt sich die SawStop gegen die anderen beiden? Und ich sage euch jetzt schon, sagen wir mal, es ist schwierig. Schwierig ist der richtige Begriff. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Okay. Eine Sache ist anders als bei den meisten Sägen. Wir haben hier hinten so eine Art Koffer dran. Ja, vielleicht noch da ist das Zubehör drin, Okay. das würde ich kurz dann lass uns kurz das Zubehör wollen. angucken. Ich dachte nur, hier vorne auch noch eine andere Besonderheit. Wo sollen wir es hinpacken? So, wir packen es mal hier hin. So, was habe ich hier drin? Du hast einen... Einen Spaltkeil. Und ich würde sagen, lass uns den noch mal einsetzen. Machen wir gleich. Spaltkeil für verdeckte Schnitte. Dann haben wir hier, es ist ja Das wird gleich mal draußen. Standard-Lieferumfang. Naja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht zu viele Worte drüber verlieren. Bin ich schon? Der ist so gut wie jedes beigelegte Anschlägchen. Und das war's. Normalerweise, man könnte tatsächlich dann den Aufbau auch noch hier mit reinbringen. Es gibt für den amerikanischen Markt dann auch noch mal eine zusätzliche Kralle. Da habe ich mich nämlich immer gefragt, was ist das hier für ein Symbol? Man sieht es hier hinten auch noch ein bisschen besser, wenn du mal hier drauf schaust. Das ist dann, kann man hier diese Kralle sehen. Und zwar wird das hier am Spaltkeil oben installiert und soll halt eben den Rückschlag verhindern. Das heißt, normalerweise läuft jetzt hier das Werkstück durch und wenn es zurückschlägt, dann würde sich da halt eben an der Stelle das einhaken. Gibt es so für den europäischen Markt nicht, hinterlässt auch immer so ein bisschen Spuren. Man muss sagen, es ist halt eben dann auch vor allem für die Baustelle konzipiert. Wenn du da jetzt irgendwelche Latten durchschiebst, ist egal. Wenn wir jetzt natürlich mit unserer wunderschönen Eiche da rumhantieren, da sind irgendwelche Macken drin. Genau. Makita bietet das ja an, bei der großen Makita-Säge, die haben wir auch schon mal getestet, ist auch gar nicht mal so gut gewesen. Da ist dieses Teil auch hinten dran, auch bei Milwaukee war das auch, glaube ich, dran. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also das krallt sich richtig ins Material, es kommt nicht nach vorne, aber es ist immer so, dass ein ganz leichte Riefe drin ist. Also nicht tief, nicht 3 mm oder so, aber es ritzt das minimal an. Und ja, dann ist irgendwie auch doof. Also finde ich. Ja. Wir haben ja genau das gleiche Prinzip übrigens auch beim dicken Hobel. Nur beim dicken Hobel ist der Vorteil, dass die Krallen hinter der Welle liegen. Das heißt, die werden immer angekratzt, das werden wir aber niemals sehen, weil danach läuft es halt eben erst durch die Welle durch. Das stimmt, ja. So, aber andersrum wäre es halt schwierig hier. Zeig uns doch mal, ja, das wäre wirklich so, aber zeig uns doch mal, wie man hier den Spaltkeil wechselt. Ja, also normalerweise, jetzt hast du es hier abgemacht, ja. haben wir, nehmen wir jetzt mal an, das wäre dran.
dann kannst du auf jeden Fall hier vorne immer griffbereit an diesen Innensechskant kommen. Und gehst einmal hier rein. Okay. Ziehst es raus. Ja, okay, soweit so gut. Dann hast du hier einmal einen roten Hebel. Den machst du nach oben. Raus. Traust du dir das zu? Ja, ich probier's mal, ja. Sieht nicht schlecht aus. So. Ja, und jetzt? Dann muss ich mal runter. Ja. Ja. Ja, feini. Ist ein bisschen oldschool, aber es funktioniert. Geht das besser? Naja, ich meine, jeder weiß, wie es hier bei der Säge ist. Tun wir mal so, als würde ich das nicht wissen. Ja, ist natürlich eine andere Hausnummer. Die Frage ist immer, wie häufig, jetzt treffe ich selber mal nicht, wie häufig macht ihr das, ja? Bei Bosch ist es auch so, ähnlich gelöst wie hier. Ich muss es aufmachen, muss da hier und da was machen. Es gibt eine Sache, warum ich das so gut finde. Du musst nicht hier dran, und ich habe immer das Gefühl, wenn du einmal hier dran bist, verstellt sich immer irgendwas, das nicht mehr ordentlich aufliegt. Aber das kann auch so ein Gefühl sein. Auf jeden Fall ist es nicht so simpel wie hier. Ja, also nur, dass es geht ja darum, die Unterschiede zu zeigen. Ich will es gar nicht schlecht machen. Es ist solide, funktioniert, das ist alles kein Thema. Du brauchst den Imbus auch eigentlich nicht, das kannst du mit dem Finger machen, oder? Nee, du musst einmal da drin, das ist so ein kleiner Pin, den musst du nach vorne schieben. Du musst also einen Imbus haben, wenn er weg ist, ist das ein Problem. Ja. Naja, leist dir einen Kugelschreiber von deinem Nachbarn und dann... Ja, nee, aber in dem Moment ist es halt erstmal weg. Ja, so, okay. Hast du recht. Wenn wir jetzt aber gerade hier mal den Fokus haben, haben wir noch ein Sicherheitsfeature. Ja, ist es dir schon aufgefallen? Es ist jetzt nicht mehr, man muss sagen, mit jedem Mal auslösen knallt natürlich auch das Sägeblatt ein bisschen unkontrollierter rein. Ja. Also meinst du jetzt hier, dass... nee, weiß ich nicht. Aber dass also gerade von der anderen Seite kannst du noch sehen, der ist noch ein bisschen unbeschädigter. Aber warum ist das ein Sicherheitsfeature? Standardmäßig wird, also nicht wundern, wenn die ausgeliefert wird, dass da so rote Späne drin sind. Standardmäßig wird das halt eben hier eingesägt. Das heißt, ich habe von vornherein Zero Clearance Inlay. Aber warum ist das ein Sicherheitsfeature? Ja, das wirst du spätestens dann feststellen, wenn du schmale Abschnitte hast, die sich hier drin verkeilen und zurückfliegen. Okay. Also, was man sagen muss, das heißt also, wenn es ausgeliefert wird, ist es noch zu? Nee, also im ausgelieferten Zustand ist es dann einmal eingesägt. Also wirklich... also hier sieht man es ja noch ein bisschen besser, dass es wirklich so exakt, Zero Clearance halt eben da drin ist. Und wenn du die nachbestellst, dann sind die halt eben blanko, dass die dann halt eben einmal eingesägt werden müssen. Finde ich super, das ist eine tolle Sache. Muss man in anderen Sägen ja immer im Zubehör oder nachkaufen. Bei Bosch gibt es das auf jeden Fall als Zubehör. Ich glaube, bei DeWalt gibt es das nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn nicht, schreiben wir es hier nochmal extra rein. Finde ich eine gute Sache. Ja? Ist jetzt Hat wahrscheinlich aber auch einen Nachteil. Absaugung. Ja, ich glaube, das ist kein Absaugungsthema. Nee? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe das Gefühl, bei allen Geräten, wo ich nachträglich so ein Zero Clearance bei mir installiert habe, dass der schlechter absaugt. Müsste man, schreibt gerne mal in die Kommentare. Das ist ja mal ein geiler Test. Mach das mal bitte. Ja. Mach das mal bitte. Also ich sag mal, dann müsste man einfach mal, nehme ich hier einen Multicutter, schneide das ein bisschen weiter auf und öffne es und gucke, ob es besser ist. Ja. Kann ja sein. Kann sein. Gute Videoidee. Ich muss schneller sein als Dann lass uns über das Thema Absaugung sprechen, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind. Nee. Was ist der... Doch. Doch. Wir müssen es tun. Cut. Ich habe vorhin gesagt, ich muss diplomatisch sein. Ich war erstaunt. Ich war einfach richtig erstaunt. Und das heißt jetzt erstmal nichts Positives, nichts Negatives. Ja? Also ich bin mit wenig Erwartung reingegangen. Du hast gesagt... es ist nicht die beste Absaugung der Welt und wir haben vor kurzem hier einen Test gemacht. Wir haben Metabo, Bosch und DeWalt getestet, unsere drei hier gegeneinander. Und also nicht diese hier, sondern hier in der Mitte steht mal die Metabo und haben geschaut im Verhältnis zur alten GTS 10. Weil die GTS 10 war ja wirklich quasi ein Dreckschwein. Die hat ja sehr, sehr viel rausgeblasen. Und das möchte ich euch noch mal so im Verhältnis dann dazu geben. Es ist so, und du hast vorhin ein Argument genannt und das konnte ich entkräften. Also,
Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich hier dasselbe gemacht wie immer. Wir haben hier Baubohle gesägt, damit es auch unparteiisch ist. Du hast die Hälfte gesägt, ich habe die Hälfte gesägt. Und was seht ihr auf den Bildern? Ihr seht Staub sein Vater. Also wirklich sein Vater, sein Großvater, sein Onkel und die Tante war auch dabei. Also es geht zurück zu Adam, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, also ihr seht wirklich, wie das Ganze, wie es rausstaubt, wie nach oben, wie so ein kleinen hier, so ein Staubpfad nach oben, vor allem aber extrem viel nach vorne. Wir beide waren eingestaubt, wirklich. Ihr seht jetzt hier, Dominik hat sich abgeklopft, da fällt richtig, es rieselt richtig runter. Das ist erstaunlich. Ja? Und es liegt nicht daran, dass wir oben keinen zweiten Absaugpunkt haben. Ich sage dir auch, das würde nicht besser sein. Warte, ich sage dir warum. Das ist meine Meinung, eure Meinung gerne unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Denn bei Metabo, Bosch und Dewald ist es so, dass wir jeweils Werte hatten zwischen 9 und 22 Gramm an Staub, der übrig geblieben ist und an der Seite lag. Dein Argument war, hier oben ist keine Absaugung dran, hat Metabo auch nicht. Metabo hat oben keine Absaugung und hat einfach mal nur 22 Gramm, ja, die übrig geblieben sind. Und das muss man jetzt mal ins Verhältnis setzen zur alten GTS 10. Die alte GTS 10 hatte 73 Gramm, die drumherum waren. Und was ist dein Ergebnis? Willst du selber vorlesen? Da steht's. Das ist, ich weiß, sehr schwer. Ich kann so große Zahlen nicht lesen. Ja, es sind leider sind es 63 Gramm. Ja. Ich habe das natürlich auch direkt festgestellt und habe dann in 3D-Druck, eigentlich habe ich mich da an der DeWalt orientiert, das dann so nachgebaut. Du kannst es damit auf jeden Fall schon in wesentlich bessere Dimensionen bringen. Es gibt auf dem Aftermarket immer genug Sachen zum Nachrüsten. Ne? Da ist jetzt ja natürlich heute jetzt nicht das Thema. Ich finde es auch sehr unschön, dass es halt eben nicht von vornherein mit einer guten Absaugleistung präsentiert wird. Man kann es ja, also natürlich hat Metabo das besser gelöst, dass es nur unten abgesaugt werden muss, aber trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, wenn du halt irgendwie merkst, es funktioniert halt eben so nicht. Es braucht ja unten auch ein bisschen mehr Bauraum mit diesem ganzen Source-Stop-System. Total. Man hätte auch von vornherein sagen können, Absaugadapter, Y-Stück vorne mit dran, damit wir halt eben sowas dann nicht haben. Da ist halt eben so ein bisschen der Gedanke, naja, es ist halt eben eine Baukreissäge, wo ich jetzt sage, naja, trotzdem, ich möchte auch eigentlich vor Ort mich nicht einmal komplett einstauben, dann beim Kunden und noch eine halbe Stunde abrechnen müssen, weil ich den Hof fege. Also da ist unbestreitbar ganz viel Verbesserungspotenzial. Also die Absaugung war wirklich nicht schön, beziehungsweise, man muss ja immer auch sagen, wir haben jetzt hier Baubohle, das neigt ja auch wunderschön dazu, dann auch nochmal richtig zu stauben. Wenn du die in der Höhe hatten wir, glaube ich, 4 cm Längsschnitt. Und der hat aber in dem Moment wirklich, es geht halt auch besser, das nach vorne geworfen einer Vehemenz, die man selten gesehen hat. Also ich würde sogar sagen, der Auswurf nach vorne ist noch schlimmer als bei der GTS 10. Die GTS 10 wirft auch ganz viel so nach unten. Das hat die Säge eigentlich kaum gemacht, sondern es landet ganz viel bei dir, also auf dir. Und das muss man schon wollen, muss man sagen. Das sind ja bei Fichtenholz jetzt auch ätherische Öle enthalten. Ne? Natürlich. Also man riecht danach wenigstens besser. Das ist absolut, ja. Wir beide. Ein bisschen entspannter. Ich habe das Gefühl, du bist entspannter, seitdem du mitgearbeitet hast. Ja. Ne? Ja. Also das ist wirklich ein Thema. Absaugung ist nicht so toll. Das heißt, also es ist ja immer wieder, es ist so eine Abwägungsfrage. Ja? Absaugung gut oder schlecht, beziehungsweise schlechter, haben wir Source-Stop drin. Aber lass uns das Ganze mal weiter anschauen. Ja. Wenn wir uns die Säge jetzt mal allgemein anschauen, ist sie von der Grundkonstruktion, ist es ein Rohrrahmen, den wir hier haben. Das ist bei allen erstmal gleich. Und von hinten gibt es eigentlich auch nicht, von der Seite nichts weiter, wo ich jetzt sagen würde, wow, das müssen wir uns jetzt angucken. Da gibt es irgendwas Wildes, aber wir müssen uns das mal vorne anschauen. Weil die reine Bedienung ist schon anders als bei den anderen Geräten. Also man sieht es allein schon hier und das finde ich ist echt gut gelöst. In der Regel ist es so, wenn wir hier haben wir zum Beispiel hier so einen Schalter, den müssen wir hoch und runter drücken. Ja? Dann können wir hier fest und dann können wir hier arbeiten. Finde ich, ist jetzt nicht schlecht. Aber du hast es hier direkt am Knopf gelöst. Ergo rein, ja, fest. Ja, hier ist alles super. Raus, kannst du arbeiten. Finde ich cool. Ja, also wir haben ja auch hier eine relativ klare Designsprache, was halt eben so die Bedienelemente angeht, ne, die man so im Betrieb halt eben nutzt. Ja, es ist eigentlich hier so zum reinhämmern. Ich finde es jetzt, man kann es eleganter lösen, wenn man hier unten runtergreift. Genau, was auch gleich nochmal interessant wird, ist... Lass doch mal hier hinkommen, der reine Bedienung. Ja. Wenn wir uns jetzt mal klassische Geräte anschauen, wie hier, da haben wir hier die Möglichkeit, also
bitte aufpassen, kein Strom dran, ja. Wir haben hier einen Einschalter, ja, können wir anschalten, können draufschlagen, dann geht es entsprechend aus. Ich könnte jetzt hier das noch davor machen, dass ich es nicht einschalten kann. Das ist hier ja komplett anders gelöst. Hier ist es so, ich könnte es übrigens auch verhindern über ein Schloss hier, glaube ich. Wenn ich ein Schloss durchziehe, werde ich es wahrscheinlich nicht ankriegen. Genau. Wenn ich die Säge aber einschalte hier an der Stelle, dann, was macht sie in dem Moment? Weil das ist einfach anders. In dem Moment prüft sie, glaube ich, auch, ob SourceTop funktioniert oder ob alles in Ordnung ist. Genau. Also wir haben ja hier, einmal ganz kurz der Schwenk, auch nochmal so eine kleine Bedienungsanleitung, was halt eben hier alles für mögliche Faktoren eintreten können. Eine ganze Menge, wie wir sehen können. Ja, also idealerweise blinkt es am Anfang einfach ein bisschen rot-grün, dann verschwindet das Rot und dann weiß man, okay, es kann halt eben losgelegt werden. Wenn nicht, muss man halt eben da an der Tabelle schauen, was halt eben da nicht funktioniert. Wenn ich es mal richtig sehe, ist es eigentlich so, erstmal die Säge machst du an, er prüft kurz und dann wird es grün und ich kann sägen. Sägen heißt in dem Fall, ich muss den Knopf hier rausziehen, das heißt Säge an oder hier Säge wieder aus, also auch sehr intuitiv, wie bei den anderen beiden Sägen, einfach nur gegenhauen, um es auszumachen. Wir haben dann haben wir eine Fehlfunktion, dann zeigt er das auch an. Wir können aber SourceTop auch ausschalten. Genau. Darüber lass uns mal ganz kurz noch mal sprechen. Wann schalte ich es aus? Ja, also grundsätzlich ist das Prinzip jetzt mal so ganz einfach runtergebrochen. Das Sägeblatt ist sozusagen immer so ein ganz klein bisschen unter Strom, in so einem bestimmten Frequenzbereich. Und wenn es halt eben mit bestimmten leitenden Materialien in Berührung kommt, wie beispielsweise dem Finger, dann wird halt eben der Unterschied gemessen. Ich denke, es ist meine Mutmaßung, dass man halt eben darüber auch erkennt, mit was wurde das berührt. Ja, weil wahrscheinlich der Finger einen anderen Widerstand, einen anderen Frequenzbereich hat als eben das Aluminium oder nasses Holz. Genau, das ist halt eben, wenn es leiten kann, dann wäre das beispielsweise halt eben Aluminium oder es wäre halt eben nasses Holz, wobei es wirklich nasses Holz sein muss. Also wenn wir jetzt halt eben auch Holz für den Außenbereich, also nicht, das hat im Außenbereich gelegen und ist nass, sondern einfach höhere Holzfeuchte. Wir haben im Innenbereich ja 8-10%. Wenn wir Holz für den Außenbereich verwenden, 4-16%. Also nehmen wir mal an, Lagerhalle beim Baumarkt, das hat draußen aber halt eben geschützt. Überdacht ist die Holzfeuchtigkeit höher. Davon würde das SourceTop-System aber nicht auslösen. Ich glaube, man würde schon mitbekommen, wenn man wirklich ein klatschnasses Holz verarbeitet. Ist jetzt auch in der Regel nicht der Fall. Man muss aber natürlich dran denken. Also das ist natürlich in dem Moment, man muss so ein bisschen verinnerlichen und das hat man, glaube ich, erst, wenn man so ein bisschen mit der Säge gearbeitet hat, dass man dann auch wirklich weiß, oh, warte mal, heute ist Aluminium. Vielleicht macht man sich auch einen Sticker hier drauf, oder bei nassem Holz. Es ist ja selten, aber das System würde dann halt eben auch direkt auslösen. Und dann hat man auf jeden Fall 90 € verballert. Aber auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie aus irgendeinem Grund Metall im Holz habe. Jetzt nehmen wir mal an, der Klassiker, ich habe ein altes Stück Eiche, da ist irgendwo noch aus irgendwelchen Gründen dann ein Metallsplitter drin, dann würde er auch auslösen. Ja, bei dem Metallsplitter weiß ich jetzt nicht. Wir haben es noch nie getestet, du wahrscheinlich auch nicht. Bei einem Nagel ist es wahrscheinlich schon ein bisschen wahrscheinlicher. Was aber auf jeden Fall auch noch, weil das dann in dem Zusammenhang ganz gerne mal gefragt wird, was ist, wenn es hier beschichtet ist? Gibt ja auch so beispielsweise rote Sägeblätter oder blaue Sägeblätter, sind ja auch beschichtet. Absolut. Und da ist ja auf jeden Fall, wenn etwas schneidet, dann ist es ja vorne der Zahn, der ist auf jeden Fall nicht beschichtet. Aber wir haben auf jeden Fall auch mal hier den Finger dran gehalten und bei der Beschichtung wird es dann trotzdem angezeigt. Also das SourceTop-System würde dann auslösen. Also auch wenn ich von der Seite rankomme. Genau, Okay. So, das heißt also, ich kann hier über diesen kleinen Knopf hier das Ganze ausschalten, indem ich das rausziehe, glaube ich? Nee, wenn du den rausziehst, dann... ich muss einmal rüber genau, du drehst dann einmal rüber, genau. Und dann ist es aber auch nur für den Schnitt. Das heißt, wenn ich jetzt für den ganzen Tag Aluminium oder nasses Holz schneiden möchte, ich mache die Säge aus und starte die wieder, dann muss ich vorher trotzdem immer wieder das System machen. Also es resettet sich nach jedem Ausschalten. Ist auch eine Sicherheitsfunktion, dass man sie vergessen kann. Genau, wäre ja auch ärgerlich, aber trotzdem, wir müssen auch einfach mal ganz klar sagen, idealerweise werdet ihr das SourceTop-System niemals nutzen. Ja. Ihr werdet das hoffentlich niemals benutzen und darum, wie du auch richtig gesagt hast,
Die meiste Zeit muss die Maschine einfach nur funktionieren und laufen und da wäre das natürlich sehr ärgerlich. Ich sag mal, im normalen alltäglichen Betrieb, Sollen die auch mal zu dir runterknien? Am Milch alltäglichen Betrieb ist so, Aluminium sägst du sehr selten mit so einer Säge. Also ich zumindest auf jeden Fall. Wenn du es häufiger machst, dann weißt du es auch. Nasses Holz, also ein Holz, was so nass ist, dass es das auslöst, ist auch eher ungewöhnlich, hat man aber vielleicht im Kopf. Und dann wirst du einfach ganz normal mit der Säge einfach arbeiten. Du machst sie an, sägst und fertig. Lass uns mal ganz kurz hier auf die Bedienung nochmal eingehen. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Ich kann hier erstmal hoch und runter stellen. Ja? Jetzt geht das Blatt hoch und runter. Okay. Ja. Wie kann ich jetzt hier den Winkel verstellen? Indem ich es ziehe wahrscheinlich. Genau. Ich sage einfach mal nichts und lass dich ausprobieren. Ja. Das war schon gut. So, wie kann ich das Ganze jetzt, hier kann ich das Übermaß noch einstellen. Wenn ich Hinterschnitte machen will, -2 Grad und +2 Grad, wie stelle ich denn das wieder zurück? Genau, das wird dann einfach rausgedreht. Aber ich muss nachmessen dann, ja? Weil ich drehe jetzt hier so ein bisschen hin und her. Wo weiß ich dann, dass ich bei 1 Grad bin, bei 2 Grad und wieder bei 0? Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Weil rein prinzipiell wird es wahrscheinlich so sein, dass du drehst das jetzt hier in irgendeine Richtung. Ja, ich verstehe schon. Du -2, okay. Ja. Oder +2. Aber wenn du es jetzt Nullen wieder willst, dann musst du nachmessen. Müsst du wahrscheinlich hier oben einen Winkel ansetzen. Ich meine, ist nicht schlimm. Setzt einfach einen Winkel an und fertig. Also gute Frage, dafür bin ich hier. Sebastian, wäre ich mal früher gekommen. Lass uns das gleich gerne mal nachgucken, wie das funktioniert. Für euch, es ist hier bei Bosch ja so, dass wir hier die Funktion haben, dass wir das auch machen können. Aber wir haben ja hier so ein kleines Plättchen, ja, wo wir dann entsprechend das nach vorne ziehen, um in den Minusbereich zu gehen. Und dann wieder zurück und sind wir immer sofort wieder bei 0. Das finde ich hier schon ganz clever gelöst. Ja. Lass uns kurz gucken, wie es hier funktioniert. Wir haben es ausprobiert. Aufklärung ist? Ich bin einmal ziemlich rot geworden und dann habe ich in der Gebrauchsanleitung nachgeguckt. Da stand es nicht drin, vielleicht habe ich es übersehen. Also es geht. Man muss halt eben hier links und rechts einmal lösen. Kann lösen, dann kann man das bewegen, dann muss man das danach aber wieder neu adjustieren. Ich würde dem Ganzen jetzt eher so ein Prädikat geben von... Kann man mal machen. Kann man mal machen, ist aber ein bisschen aufwendiger, wenn man jetzt wirklich den Hinterschnitt machen muss. Ich ehrlicherweise muss es jetzt auch nicht so oft machen, aber... Hast du jemals mit so einer Säge einen Hinterschnitt gemacht? Nee. Ich auch nicht. Nee. Aber man wüsste jetzt, man sollte es auch besser nicht machen. Also es geht, aber... So. Du hast aber eben gesagt, hier gibt es noch eine ganz tolle Funktion. Was ist denn hier los? Der Micro Adjuster. Okay, so sich ganz, ganz fein hier. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Das finde ich cool. Das ist also genau, wenn man sich das vielleicht auch noch irgendwie für die Höhenverstellung, dann wäre es halt perfekt. Ne? Dann kannst du wirklich einmal schnell das Ganze nach oben und unten bewegen, beziehungsweise den Winkel verändern und kannst es wirklich aber auch dann sehr fein justieren. Also, das ist immer die Frage, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Es ist cool, es zu haben, es wäre mir aber keine 50 € mehr wert. Wirklich nicht? Nee. Aber versuch mal exakt den Winkel, den du haben möchtest, einzustellen. Das Problem ist, mit der Säge 90 Grad. Ich säge damit immer nur 90 Grad, ansonsten nehme ich eine andere Säge. Das ist super selten. Also ich mache das mal, aber das ist wirklich super selten. Und dann ist mir egal. Dann kann ich auch rumfummeln mal. Also wenn du die Gärung einstellen willst, dann kannst du dich wirklich mit der 45 genau annähern, weil das Problem ist, du musst das gesamte Sägeaggregat schwenken und dann musst du das ganze Gewicht bewegen. Also ich finde, man kann ja mal anderer Meinung sein, ich finde es richtig cool. Nein, es ist cool, aber das wäre nicht der Grund, warum ich 500 € mehr ausgeben würde für die Säge. Auch nicht 50? 50 wäre okay. 50 wäre es mir wert. Okay. Also nur diese Funktion hier. Ja. Ich habe eine Levelbox, da gucke ich mir das an und dann schwenke ich so ein bisschen rum. Und dann aber genau das Schwenken, wie machst du das? Dann hast du das gesamte Sägeaggregat. Ich habe das habe ich in der Hand und das schwenke ich dann zur Seite. Das stimmt. Total. Bin ich dabei. Also ich will das gar nicht schlecht reden, das ist cool, dass es dran ist und ist ein absolutes Pluspunkt für die Säge. Fein. Es gibt noch eine Sache, darüber müssen wir kurz reden. Du hast es vorhin versucht, so ein bisschen zu vermeiden, aber wir müssen es trotzdem machen. Das ist der kleine Freund da. Was haben wir denn da? Wir haben hier einen, was würdest du dazu sagen? Ein Hauch von nichts. In Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt. Also wir haben hier einen kleinen Anschlag, den wir nutzen können. Das ist natürlich hier für die Nut dafür da. Ja. Und viele von euch, die meine alten Videos kennen, wissen, was ich damit eigentlich normalerweise machen würde.
Ich habe es früher bei der Säge häufig gemacht, ich habe es rausgenommen, habe weggeschmissen und gesagt, braucht ihr nicht. Ja. Das Ding ist einfach Quatsch. Genau, aber das ist ja Standardlieferumfang halt eben auch bei Bandsägen, da kennt man es auch. Also da versucht man, es gibt ja auch gewisse Forderungen, was halt eben auch so ein Lieferumfang, was eine Funktion, damit die Funktion von Sägen gewährleistet ist, im Lieferumfang enthalten sein muss. Ja? Und damit versucht man natürlich einfach die Kosten so gering wie möglich zu halten. Das braucht man überhaupt nicht zu bewerten. Also, naja, normal würde ich dir recht geben. Das Problem, genau, aber, also hier, es wackelt, wir haben hier keinen ordentlichen Anschlag, das ist alles Kunststoff, wir haben hier keine Arretierung. Normalerweise würde ich sagen, gar kein Thema, ist halt so. Ja? Hier bei der Säge haben wir es, glaube ich, vielleicht sogar wirklich weggeschmissen. Warte, lass mich raten, die Bosch hat einen richtig tollen Anschlag. Bosch hat einen guten Anschlag. Ja. Das ist einfach das Problem. Sie haben hier bei der neuen Säge einfach mal einen guten Anschlag gebaut. Denn wir haben, im anderen Video zeige ich es euch nochmal deutlich ausführlicher, aber wir haben hier die Möglichkeit, das wirklich zu arretieren, sodass wir hier einen sauberen Lauf haben. Da wackelt nichts. Zusätzlich haben wir hier, zusätzlich haben wir hier eine sehr schöne Skala, wo wir es echt nachgucken, also ablesen können. Da kannst du gar nichts ablesen. Das ist beim anderen Hersteller aber hier genauso. Wir haben hier nochmal schön das Ganze aus Aluminium. Das hier ist übrigens relativ hochwertiges Kunststoff. Das geht, ja, also es geht auch deutlich günstiger. Es ist nicht so, dass es jetzt hier so ein 150 € Anschlag, aber für einen mitgelieferten ist der okay. Ja, ist der wirklich okay. Das haben wir auch noch dabei, was ich wirklich cool finde. Alles schon original mit dabei. Und das zu dem Preis, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja, hier ja gut, Punkte, alles mit dabei. Deswegen kann man das schon bewerten, weil es geht darum zu sagen, was ist der Unterschied zwischen diesen Sägen? Ja, also ich würde es ehrlicherweise so sagen, dass es bei allen zu vernachlässigen ist, dass eigentlich eher bei der Bosch, dass man sich da einmal gedacht hat, ey cool, also ich würde allen eine Nuller-Bewertung geben und Bosch aber ein Plus. Weißt du, so würde ich es eigentlich eher sehen. Ist okay, ihr könnt es ja für euch werten. Ja? Es ist einfach nur, dass wir sagen, es ist ein Unterschied, hier ist es schon eher im brauchbaren Bereich. Das stimmt. Ich habe mir hier für die Säge ist ein 150 € Teil gekauft, richtig schön, alles mit Messinggriff und allem, wie man so, ach, das ist schön. Ja? Dann kostet halt ein paar Euro, das müsst ihr wissen, was es euch wert. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich nutze das total selten. Ja? Also es ist so eine Sache. Ja, genau, das ist halt eben auch noch so ein bisschen der Punkt. Es gibt von SourceStop ja auch noch, auch mit so einer ganz tollen Feineinstellung, ne? Super, super tolles Ding. Aber am Ende des Tages ist ein Schiebeschlitten, wenn man sich da so ein bisschen einen ausgekickt hat, dass der dann wirklich parallel läuft, einfach wesentlich angenehmer. Du hast wesentlich mehr Möglichkeiten und das wirklich spielfrei einzustellen, auf die exakten 90 Grad. Die Hebelverhältnisse sind richtig ungünstig. Total. Also ich weiß Absolut. Es ist immer irgendwie im Rahmen eine Notlösung. Ja, genau. Ja. Es gibt die 2 Nuten, damit kann man richtig coole Sachen machen. Das ist ja eigentlich der Standard bei den Tischkreissägen. Außer bei der Festool, die hat es nicht. Das ist richtig nervig. Aber ja. Es gibt eine Sache, die möchte ich euch unbedingt mal mitgeben, und zwar die Güte des Tisches. Übrigens allgemein ist die Säge sehr hochwertig verarbeitet. Also hier ist kein Billigschrott und auch nicht irgendwann irgendwie in der Kante gespart. Man muss sagen, die Qualität der Säge allgemein sehr, sehr gut. Was ich hervorheben möchte, ist der Tisch. Also der Tisch, also die Oberflächenveredelung oder so, die muss wirklich gut sein. Warum? Du hast damit schon einige Stunden gearbeitet, das ist wirklich deine private, also deine persönliche Säge. Hier hinten ist ein kleiner Kratzer drin, das kann immer alles passieren. Wenn wir uns aber die Säge hier angucken, die Säge wurde nur zu Testzwecken benutzt. Die ist noch nie im produktiven Einsatz gewesen. Und das hier ist nur Test. Wir haben hier viel getestet, aber wir sehen hier überall kleine Abriefen und so weiter. Das ist jetzt nicht schlimm, aber manch einen wird das stören. Das ist hier drüben bei der Bosch auch so, dass wir hier wirklich Abnutzungsspuren schon haben an der Seite. Ja, wo man hier so eher mal rüber gleitet, das haben wir hier bei dir deutlich weniger. Ja, es ist eher hier hinten so ein bisschen, aber dafür, dass sie schon benutzt wurde, auch nach dem Test von uns, würde ich sagen, ist die Qualität des Tisches wirklich sehr gut. Ja, also auch im Verhältnis sehr, sehr gut. Eine Sache noch, wir haben ja vorhin über das Thema Absaugergebnis gesprochen. Hier der Adapter ist mit dabei. Das ist ein relativ klassischer Adapter, den wir auch dort haben. Hier passt, die Größe ist passend für, vielleicht auch für euch mal der Durchmesser, 35 mm, Klassiker. Da passt zum Beispiel rein Metabo, Festool, Bosch.
Also alle, die ähnliche Größe haben, kannst du hier mit einsetzen. Ansonsten hast du hier noch die andere Seite, da haben wir 55 mm, um das hier auch in einem größeren Volumen anzuschließen. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die du gesagt hast, und zwar man kann das Sägeblatt einstellen. Was kann man da machen? Ja, es war gerade schon eine kleine Diskussion. Es gibt Pro und Contra. Grundsätzlich kann man hier die Flucht des Sägeblatts einstellen. Also man kann das so entsprechend einstellen. Ja. Dass es wirklich parallel ist zum Anschlag. Genau, zum Anschlag, zum Tisch, ne, in welche Richtung jetzt auch immer. Ich habe das bislang eigentlich immer als interessantes Feature gesehen, was ich jetzt eigentlich nie nutzen würde. Aber nehmen wir mal an, man möchte diese Raketenwissenschaft betreiben, da dran zu gehen. Absolut faires Argument von Sebastian. Wenn ich da dran gehen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, weil das ja eigentlich ab Werk schon gefluchtet sein soll, dass man da irgendwas verstellt, schon sehr, sehr groß. Und du bist gerade sogar noch eine Nummer weitergegangen. Du hast gesagt, wenn man sowas verstellen kann, bedeutet es, dass es von vornherein gar nicht so gut gemacht wurde. Na, ich will jetzt nicht sagen, dass die Säge deswegen schlechter ist. Aber wenn man es verstellen kann, dann neigen Menschen auch dazu, es auch zu nutzen. Und es kann ja sein, dass irgendjemand sagt, ich brauche hier mal so einen 0,5 Grad Winkel und ich möchte hier irgendwas, also irgendwas möchte irgendwer machen. Du kannst dich aber in dem Moment, wenn du es machen kannst, nicht darauf verlassen, dass es so ist, wie du es willst, weil 5 andere Leute sind dran, du gehst wieder hin und möchtest sehen, sagst, was ist hier komisch? Warum klemmt denn das Holz hinten immer? Warum springt mir das hier wieder entgegen? Naja, weil es verstellt wurde. Ja. Erst einmal, grundsätzlich kann man sagen, es ist ein vielleicht auch gutes Feature, dass du es dir einstellen kannst. Ich habe es aber noch nie gebraucht bei irgendeiner Säge. Ich würde auch lieber jetzt weitergeben, lasst am besten die Finger davon. Ja. Das wäre, glaube ich, mein Take dazu. Solange es funktioniert, ist okay. Ja, also solange eure Säge in der Flucht ist, dass alles funktioniert, ist es richtig. Weil im Zweifel ist es so, dass ihr es sogar falsch einstellt. Weil es ist ja so, dass das Blatt nicht zu 1000% parallel sein soll. Es sollte ja ganz leicht sich öffnen. Viele wissen das nicht, stellen es dann falsch ein und so weiter und so fort. Also ihr merkt da schon, wir reden da von Nuancen. Ja? Und das alles einzustellen, muss eigentlich gar nicht sein. Ja, deswegen soll es vom Werk arretiert sein, ist es ja hier, oder vom Werk gut eingestellt sein und so weiter. So, eine Sache, da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Ich habe Lust auf Würstchen und deswegen machen wir jetzt den beliebten Würstchen-Test. Möchtest du? Wir werden hier keinen Finger reinhalten, sondern wir werden mit einem Würstchen das Ganze mal auslösen und dann werdet ihr sehen, einerseits wie laut das ist, aber vor allem auch wie schnell SourceTop funktioniert. Hast dich wieder beruhigt. Erstmal, wir sehen jetzt hier, ja, habe ich. Es ist immer ein Schreckmoment. Also auch wenn man daneben steht, finde ich. Man sieht hier, da passiert richtig was. Man sieht hier an der Stelle, es ist minimal angekratzt. Ja, also das heißt wirklich, hier wird die oberste Hautschicht wird so ein bisschen angekratzt. Jetzt muss man natürlich immer dazu sagen, das war jetzt ein relativ langsamer Test. Wenn ich jetzt hier, an der Stelle sieht man es, da, ja, wenn ich jetzt hier mit, 50 km/h die Hand da reinhacken würde, wäre es wahrscheinlich eine andere Sache. Hast du ja vorhin ja auch schon gesagt. Genau, also man hätte auf jeden Fall schon, es würde ein bisschen bluten, man hätte schon eine Schnittverletzung. Genau. Ja. Aber alles besser, als wenn das Sägeblatt einfach stehen bleibt und du dir wirklich dein Finger oder nicht stehen bleibt. Es läuft ja weiter. Ja, klar. Also wenn es auch wirklich hier physisch da bleibt und dann wirklich seinen Dienst weiter verrichtet und du deine Hand drin hast. Ja? Also man muss sagen, es ist wirklich krass, in welcher Geschwindigkeit das passiert, weil du kannst es ja gar nicht sehen. Wir machen hier nochmal Aufnahmen rein. Wir haben versucht, das hier mit einer Slow-Mo-Aufnahme aufzunehmen, aber es ist selbst da, ist es ein Bild, dann ist es schwer weg. Ja, also es ist wirklich irre. Und die Energie, die dort wirklich die vernichtet wird in diesem Alublock, heftig. Wirklich heftig. Also ist eine tolle Sache. Wir sind jetzt ja von den Unterschieden im Grunde durch. Ja? Das heißt, wir haben jetzt alles gesehen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was waren die Hauptthemen? Wir lassen mal SourceTop kurz weg. Was sind die Punkte, wo du sagst, dass diese Säge besser ist als die anderen beiden? Die Feineinstellung von der Winkelgenauigkeit. Und ansonsten finde ich die einfach von der Bedienung, also ich bin jetzt ein bisschen pragmatischer veranlagt als du. Und darum bin ich auch hier. Und darum schauen die Leute auch diesen Kanal, weil du halt
Sachen beachtest. Das Erste, was Sebastian gemacht hat, als ich hier angekommen bin, der hat das Kabel begutachtet. So, das Einzige, was mich stört, ist, dass das Kabel nicht lang genug ist. Ja, das ist eigentlich immer, da gucke ich bei Geräten drauf, Kabel lang, gut, Kabel kurz, schlecht, nervig. Und du siehst den Nuancen an, die sehe ich ehrlicherweise gar nicht. Wenn ich jetzt hier die Geräte alle bewege, ne, das Erste, was er macht, ist so Zahnstangenantrieb, läuft ja gut, lässt das sich vernünftig mit bewegen. Und ansonsten würde ich sagen, ist es ja vom Level, von der Performance, es ist ja eigentlich hier bei allen Sägen in diesem Segment das Gleiche. So sehe ich das, aber dafür gibt es ja dich ja? Und euch, wie ihr das halt eben auseinandernehmt. Genau, ja, und dann wäre als nächstes, dass ich sagen würde, SourceStop, aber da kommen wir gleich zu. SourceStop, genau. Wenn du jetzt mich fragen würdest, was ist hier, also wo unterscheiden sie sich? Erstens durch Absaugung, hatten wir ein großes Thema, ja, das Thema Absaugung. Ihr seid aber auch genau, also es ist das Thema, im Thema Absaugung ist sie deutlich schlechter. Von der Bedienung, von der Haptik und so weiter. Wenn wir uns jetzt nicht auf diese Nuancen versteifen, ja, bin ich bei dir. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Es gibt immer noch Kleinigkeiten, wenn jetzt hier der Kollege von Bosch da stehen würde, sagen, aber wir haben doch hier die Clamp Zone, wo wir noch was rantun können, oder wir haben doch hier das und das, aber vielleicht hier auch noch irgendwas. Am Ende sind das Nuancen. Wenn wir uns das anschauen, kann man eigentlich sagen, und auch die Feinstellung vorne ist für mich auch eigentlich sogar nur eine Nuance. Man kann sich darüber streiten. Ja, ich muss wenn wir uns sagen, gibt es eigentlich als großen Negativpunkt Absaugung und Punkt. Das war es eigentlich. Ja, ansonsten absolut solide. Wir haben jetzt natürlich SourceStop am Start und das ist eigentlich der riesen Pluspunkt. Und jetzt ist die Frage aber, welche Säge würdet ihr kaufen? Weil ich persönlich, also der Sebastian persönlich, wenn er hier rausgeht aus dem Studio und nach Hause eine Säge mitnehmen müsste, ich muss sagen, ich wäre hin und her gerissen, welche Säge ich nehme. Aber wirklich hart hin und her gerissen. Weil die anderen beiden Sägen machen einen fantastischen Job und funktionieren im weitesten genauso wie diese Säge. Sie kosten aber, ich sag mal, wenn man es jetzt mal abrundet, 400 € weniger. Und 400 € ist eine Menge Geld. In dem Preissegment ist das sehr viel Geld. Ja. Genau, ist sehr viel Geld. Für 400 € kannst du schon 2, 3 andere Geräte kaufen. Ja? Im Zweifel deine wunderschöne Tauchsäge auch anzahlen. Die kosten ein bisschen mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber die Frage, und deswegen hin und her gerissen, es sind halt 400 €, die aber für deine Finger und für deine Gesundheit unersetzt, also die 400 € sind ersetzbar, aber deine Finger eben nicht. Ja. Und wenn du jetzt so rangehst, musst du für dich eigentlich folgende Entscheidung treffen. Ist es dir so viel wert, also ist es dir die 400 € mehr wert und ist es dir vielleicht auch wert, dass du sagst, du nimmst in Kauf das Thema, dass die Absaugung ein bisschen schlechter ist, vielleicht in Aftermarket was nachdrucken, was auch immer, was ja viele von euch machen, oder eben nicht. Was wäre deine persönliche Meinung? Oder wie siehst du das? Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt mit der SourceStop arbeite, ich bin ab und zu auch an der normalen großen Formatkreissäge dran, dass es auf jeden Fall ein anderes Gefühl ist. Also ich hatte es letztens bei der Abrichte. Bei der Abrichte hat man auch mal versucht, so ein System zu entwickeln, aber da ist so viel mehr Schwungmasse, dass man da nicht weit gekommen ist. Aber wenn du auf diese Welle guckst, und ich habe dann einmal so drüber nachgedacht, wenn ich da jetzt mit der Hand reinkomme, die ist dumm, diese Maschine. Die macht einfach weiter. Die macht so lange weiter, egal, müssen wir jetzt nicht ausführen. Ja? Und das war irgendwie schon so ein komischer kleiner Moment. Ja? Ich möchte aber an der Stelle, und ich kenne das Internet, ich kenne die Kommentare, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wir wollen hier ja keine Angst schüren. Ich glaube, mit Angst ein Produkt zu bewerben, ist auf jeden Fall nichts, was ich machen möchte. Ja. Ich möchte grundsätzlich, egal welche Maschine ihr benutzt, einfach an dieser Stelle nochmal daran appellieren, es sind kleine Sägen und die verletzen genauso wie eine große Säge. Und darum versucht bitte, jedes Gerät bietet von vornherein schon Sicherheitsvorkehrungen. Bitte sorgt dafür, dass ihr das hier einfach nur für verdeckte Schnitte, ich sehe es in den meisten Videos, aber ich möchte es eigentlich gar nicht sehen. Versucht bitte, dass ihr bei jeder Gelegenheit diese Abdeckung davor habt, weil die schützt in erster Linie eure Finger. Und so häufig kriegt man vielleicht schon mit, dass man aus Versehen vielleicht mal an diese Abdeckung kommt, weil man doch wieder hier mit dem Finger daran entlang geführt hat. Versucht die Sicherheitsvorkehrungen, die da sind, auch wirklich zu nutzen. Und wer eine Haube bei jedem Schnitt kategorisch schon ablehnt und die gar nicht erst drauf hat, da weiß ich nicht, ob SourceStop dann auch die grundsätzliche richtige Mentalität da an der Stelle fördert. Na klar würde es im Fall der Fälle Schlimmeres verhindern, aber ihr habt Sicherheitskomponenten. Wenn ihr eine Säge kauft, welche auch immer,
bitte benutzt die. Und bitte denkt auch nicht, naja, ich muss halt nur ein bisschen aufpassen. Wenn es nur nach Aufpassen gehen würde, ne, dann gäbe es auch sämtliche Sicherheitsvorkehrungen im Auto nicht. Und das ist alles, was aufeinander aufbaut. Ihr seid das Erste, ihr müsst konzentriert sein, ihr müsst ausgeruht sein. Dann gibt es die Faktoren von der Säge. Und je mehr wir haben, desto sicherer wird das Arbeiten. Aber am Ende des Tages sind wir alles mutige Menschen bei der Holzbearbeitung. Denn es ist gefährlicher als Stricken, muss man auch dazu sagen. Das muss man sagen, ja. Ein Restrisiko bleibt immer, selbst bei diesem System. Ne? Aber auch da. Lange Rede, gar keinen Sinn. Was würdest du kaufen? Das ist die Frage. Sagst du, es ist die 400 € für dich persönlich wert oder nicht? Ja, also, ja, ich weiß, wir haben jetzt hier heute rausbekommen, ich würde es jetzt so zusammenfassen, die Performance kann man eigentlich so sagen, Klar. ist das gleiche. Es bleibt jetzt einfach ein Kostenfaktor, den ich vielleicht niemals erreichen werde. Also ich werde niemals erfahren, warum ich mir das Geld gespart habe. In dem Moment, wo sie auslöst, habt ihr richtig viel Geld gespart. Ja, also die Entscheidung können wir euch nicht abnehmen. Ja? Und die anderen beiden Sägen funktionieren genauso gut. Ich kann nur einen Kommentar nochmal wiedergeben. Und ich persönlich habe gar nichts davon, ob ich die Säge gut oder schlecht finde. Das ist mal ganz wichtig. Aber es gab einen Kommentar, der hat gesagt, ich hatte eine Tischkreissäge, irgendeine. Ich hatte auch gar nicht geschrieben, welche. Ich habe mir meinen Finger abgesägt und ich habe mir im Krankenhaus den Source-Drop bestellt. Ja? Also an dem Tag, als der Finger versorgt wurde, und hat er sofort die Source-Drop bestellt. Das fand ich eine interessante Aussage und das würde ich genau so jetzt mal stehen lassen.